Wir interessieren uns seit dem Ausbruch dieses Krieges besonders dafür, wie es den Europäern geht mit diesem Krieg, wie sie darauf schauen, welche Haltung sie dazu entwickeln. Und wir sehen, dass es eine sehr, sehr hohe Unterstützung für die Ukraine gibt und diesen Kampf, die sie dort führen. Und dass die Europäer auch wissen und spüren, dass das ein Kampf ist, nicht nur für die Ukraine, sondern auch für Werte, die uns wichtig sind. Und dass sie sich auch bedroht fühlen, sodass dass dieser Krieg sie auch angeht und auch bedroht. Das ist daraus entsteht eine sehr hohe Unterstützung und die pendelt sich auch gerade ein. Das kommt natürlich auf die Frage an. Also es gibt Fragen, die werden kontroverser oder die sind für die Europäer schwieriger zu beantworten. Klassisches Beispiel ist das der Waffenlieferungen. Ja, da gibt es Länder, die haben sind traditionell vorsichtiger bei diesen Themen. Die Deutschen gehören dazu. Da hat man eine Unterstützung für Waffenlieferungen eher so um die 57%. Andere Länder wie Polen ist die Unterstützung für weitreichende Waffenlieferungen über 80%. Aber der Punkt ist, dass in allen Ländern, in der EU insgesamt und in allen Ländern, es eine Mehrheit gibt, die diese Waffenlieferungen unterstützt. Wir haben ja dieses Mal nach den Werten gefragt. Wir haben so gefragt, wird die Ukraine diesen Krieg gewinnen? Wir haben gefragt, ob die Leute glauben, dass die Ukraine nur für sich selbst kämpft oder auch für Gesamteuropa, dass dieser Krieg ein Angriff nicht nur auf die Ukraine, sondern auch auf Gesamteuropa ist. Und da haben wir wirklich, wie ich gesagt habe, ganz hohes Level der Unterstützung gesehen. Was wir aber auch sehen, ist, dass es ein sehr, sehr hohes Level an Angst gibt und Stress, an Sorge, dass viele Leute diese Situation als hochbedrohlich empfinden. Was bemerkenswert ist, dass es keine negativen Wechselwirkungen gibt. Das heißt, die Leute finden diese Situation ausgesprochen bedrohlich und gefährlich und unterstützen die Ukraine in diesem Kampf, den sie haben, auf der Werteebene, aber sie unterstützen auch die politischen Maßnahmen zu einem sehr weitgehenden Maße. Also wenn man jetzt sich die Euro-Krise anschaut, die Migrationskrise, die Pandemie und jetzt dieser furchtbare Krieg in der Ukraine, alle diese Großkrisen werden im Wesentlichen oder in ganz vielen Bereichen europäisch auch gelöst gemeinsam und angegangen gemeinsam. Und da ist es wichtig zu wissen, wie die Leute auf diese Lösungen schauen und wie sie auf die europäische Politik schauen. Wir sehen, dass es dieses hohe Level der Unterstützung gibt. Das heißt nicht, dass jede einzelne politische Maßnahme abgenickt wird. Was das aber für die Politik heißt, diesen grundsätzliche Unterstützung zu haben für die Unterstützung der Ukraine, ist, dass sie eine sehr, sehr gute Basis haben, auf der sie anfangen können, über ihre politischen Entscheidungen zu sprechen. Denn die Leute unterstützen sie ja im Prinzip in diesem Willen und in diesem Bemühen und in dieser Anstrengung, die Ukraine weitgehend zu unterstützen, in diesem Kampf um Freiheit und Unabhängigkeit für sich. Das muss genutzt werden. Das ist eine Riesenchance für die Politik, diese Basis des Verständnisses, um das gemeinsame Interesse und die gemeinsamen Werte zu nutzen, um mehr Verständnis zu generieren und mehr Wissen zu generieren und die Leute besser mitzunehmen in dem, was sie da tun.